Stört es dich nicht, dass Markus und Gero es miteinander treiben? Natürlich stört mich das. Andererseits kann ich Gero nicht verdenken, weil ich Markus auch toll finde. Also ich weiß nicht, ich könnte das nicht. Jedenfalls habe ich mir über alles Gedanken machen können. Und ich finde, dass Tim und du wirklich gut zusammenpasst. Ihr seid ein schönes Paar. Es dauert nicht mehr lange und Rajan überlässt mir die Verwaltung seines Erbteils. Und wenn ich es richtig anstelle, wird er mir dafür wahrscheinlich noch dankbar sein. Und dann hat Tanja zu Clarissa gesagt, dass die Rajan austricksen will. Echt? Ich hab's doch selbst gehört. Und wenn Tanja das zu Clarissa sagt, dann wird da wohl auch was dran sein. Merkt Rajan denn nicht, was Tanja vorhat? Nicht die Bohne. Die hat ihn so zugesülzt, er glaubt ihr alles. Von der kann man echt noch was lernen. Ja, das kannst du laut sagen. Die ist so überzeugend, dass selbst ich auf sie reingefallen bin. Ja, das mag allerdings was heißen. Und was willst du jetzt unternehmen? Rajan sagen, dass Tanja ihn betrügen will. Tja, und wie? Jan ist da. Hi. Hallo. Ich komme gerade aus dem Studio. Und? Der Laden ist proppevoll. Die Kundenkarte hat Platz aus allen Nähten. Ich muss schon sagen, alle Achtung. Ich habe nur meinen Job gemacht. Tja, und das verdammt gut. Deswegen wollte ich dich ja fragen, ob du nicht wieder bei mir anfangen willst. Wenn du Lust hast, heißt das. Wieso? Wir hatten noch ausgemacht, dass, wenn du kommst, dass ich dann aufhöre. Ja, schon, aber ich wollte dir ganz gerne einen unbefristeten Vertrag geben. Selbst wenn du mich zu deinem Partner machst, das wird nichts. Außerdem habe ich andere Pläne. Willst du wieder nach Öl bohren? Tim hat einen Job bei Arno. Ja, Arno hat mir einen Job bei ABB angeboten. Ja, wenn das so ist. Natürlich hast du bei Arno viel bessere Perspektiven. Und vor allem ein wesentlich besseres Betriebsklima. Wann fängst du an? Morgen. Naja, dann viel Glück. Danke. Oh, Sekunde. Also dich soll einer verstehen. Nee, dein Angebot eben. Hast du wirklich geglaubt, dass ich annehme? Ja, warum nicht? Du hast keine Bedenken, dass wir nicht zusammenarbeiten können? Nein. Außerdem habe ich in Amerika eine ganze Menge nachdenken können und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich mich dir gegenüber ziemlich unfair verhalten habe. Ich möchte aufrichtig, dass sich zwischen uns was ändert. Und was ist, wenn du Rajan einfach erzählst, dass du das Gespräch zwischen Tanja und Clarissa mitgekriegt hast? Und was ist, wenn Tanja mit ihrer Version kommt? Dreimal darfst du raten, wem Rajan glaubt. Ihr oder einer kleinen Spionin wie mir? Da ist allerdings was dran. Und wenn du Christoph einschaltest? Er und Rajan verstehen sich doch ganz gut. Auf ihn wird er bestimmt hören. Und wenn Tanja alles abstreitet? Nee. Ohne Beweise können wir die ganze Sache vergessen. Ja, dann müssen wir uns eben welche besorgen. Und wie? Willst du vielleicht eine Wanze in Tanjas Dekolleté verstecken? Ah, das nicht. Aber irgendwas Schriftliches könnte uns da schon weiterhelfen. Aufzeichnungen, Briefwechsel, geschäftliche Unterlagen. Irgendwas, das beweist, dass Tanja Dreck am Stecken hat. Ja, das hat sie bestimmt. Nur, wie kommen wir an das Zeug ran? Ja, bestimmt nicht, indem du lieb bitte, bitte sagst. Heißt das etwa, ich soll mich schon wieder irgendwo reinschleichen? Wieso denn nicht? Weil der Schuss beim letzten Mal voll nach hinten losgegangen ist. Na, du sollst Tanja ja auch nicht küssen. Ich kann mich gerade noch beherrschen. Siehst du? Dann kann ja gar nichts mehr schiefgehen. Ach, mit dir hier so in den Federn zu liegen, ist doch immer wieder schön. Vor allem, wenn das zur Abwechslung mal meine Federn sind. Wieso? Magst du mein Bett nicht? Doch, aber in letzter Zeit habe ich das Gefühl, du meidest meine Bude. Ach, das ist doch gar nicht wahr. Na gut, du hast ja recht. Ich wollte nicht herkommen, weil Sophie nebenan wohnt. Aber Sophie weiß doch Bescheid. Für Heimlichtuerei gibt es also überhaupt keinen Grund. Ja, schon. Aber ich wollte halt erst mal sehen, wie sie mit der Dreiecksgeschichte klarkommt. Also ich habe nicht das Gefühl, dass sie damit Probleme hat. Ich auch nicht.
Jedenfalls nicht mehr. Deswegen bin ich ja hier. Ich will nur nicht, dass Sophie glaubt, dass sie nur noch die zweite Geige in meinem Leben spielt. Dazu mag ich sie einfach viel zu gern. Dann sind wir also schon zwei. Blöd, Mann. Nein. Ich weiß schon, was du meinst. Du willst nicht, dass sie sich zurückgesetzt fühlt. Weißt du was? Warum gehen wir nicht heute Abend um die Häuser? Ich, du und unsere geliebte Sophie. Klar, abgemacht. Ich rufe sie gleich im Büro an. Naja, obwohl, das könnte ich ja eigentlich auch noch später machen, oder? Ja. Prima. Kannst du die restlichen Sachen aus dem Auto holen? Ich baue dann hier schon mal auf. Und die Kassette aus dem Auto. Ganz wichtig. Okay. Danke. Mich wunderte, dass du das mitmachst. Was ist dein Fotojob? Der Job kam von Clarissa. Clarissa ist die Auftraggeberin, aber Julia macht die Fotos. Und ich unterstütze meine Frau in ihrem Job so gut ich kann. Ja, das kann ich ja verstehen. Es würde mich brennend interessieren, warum Clarissa Julia den Job angeboten hat und warum sie ihn angenommen hat. Das ist eine lange Geschichte. Ich hab Zeit. Wer gewinnt? Ich. Stört euch der ganze Trubel nicht? Ich liebe es, anderen Leuten bei der Arbeit zuzusehen. Apropos Arbeiten, hattest du nicht einen Termin mit Arno, Tim? Ach, scheiße. Ja, hab ich vergessen. Tut mir leid. Na, kein Problem. Ich werde mich dann auch langsam auf den Weg machen. Möchtest du nicht noch ein bisschen bleiben? Ich will dich nicht bei der Arbeit stören. Du kannst mir helfen. Oh. Außerdem warst du ja selber mal in der Branche. Tja, schon eine Weile her. Gott sei Dank. Außerdem muss Jan sich ganz bestimmt um das Studio kümmern. Ausnahmsweise mal nicht. Ich habe mir für den Rest des Tages freigenommen. Ja, das ist der große Vorteil, wenn man sein eigener Chef ist. Okay, kann losgehen. Prima. Das Stativ klemmt. Du kriegst es bestimmt auf. Ja, das glaube ich auch. Oh, es war zwar lausig kalt, aber mir hat der Ausritt viel Spaß gemacht. Aber sehr schön. Hallo. Hi. Weißt du was? Ein heißer Tee wird uns gut tun. Was hältst du von einem Imbiss-Tee? Und eine gute Idee. Gut, dann sage ich Tilda Bescheid, dass sie uns noch schnell was machen soll. Mach's dir schon mal bequem. Danke. Hast du es gehört? Was? Das Geräusch, das kam von da. Nee, ich kann nichts hören. Na, vielleicht habe ich mich auch getäuscht. Ja, sicher. Was für ein Tag. Ich hatte eine Besprechung nach der anderen. Zum Glück ist jetzt Feierabend. Danke. Sind Markus und Göring oben? Mit wem bist du denn heute verabredet? Mit beiden. Wir wollen ins Kino gehen. Oh, gibt's heute Gruppenermäßigung? Passt dir irgendwas nicht? Also, dass sich jemand in zwei Typen gleichzeitig verliebt, das kommt ja häufiger vor. Aber dass die beiden Typen dann auch noch was zusammen haben, das ist doch eher selten. Ne? Und sehr kompliziert. Dabei ist es eigentlich so einfach. Ich liebe Gero und treib's mit ihm. Ich liebe Markus. Was? Du hast was gleichzeitig mit zwei Typen? Hast du nichts zu tun? Wow. Wenn ich mir vorstelle, dass ich mit zwei Mädels... Ja, so muss das Paradies sein. Oder die Hölle. Ich kann's jedem nur empfehlen. Tja, du weißt, ich stehe dir jederzeit zur Verfügung. Und die dritte, die finden wir auch noch. Mein Gott. Dann eben nicht.
glauben. Wie du mit den Pferden umgehst, wie du deine Tasse hältst. Es ist, als ob ich deinen Vater sehe. Findest du? Mhm. Auch sonst bist du ihm sehr ähnlich. Deine Einstellung zu verschiedenen Dingen und die Art, wie du dich für andere Leute einsetzt. Wenn ich da nur an deinen Rat denke, mich gegen die Kinderarbeit in Indien zu engagieren. Es gibt viele Kinder in meiner Heimat, die haben nicht so viel Glück wie ich. Ja. Das wäre doch eigentlich auch eine ganz schöne Sache für die Benedikt von Anstetten Stiftung. Zumal es mit meiner einmaligen Spende nicht getan ist. Da hast du leider recht. Ja. Es gibt so viel, wofür sich die Stiftung einsetzen könnte. Aber leider sind die Mittel, die ich einfließen lassen kann, auch nur begrenzt. Wie gesagt, ich werde die Stiftung meines Vaters unterstützen. Das bin ich seinem Andenken schuldig. Ich weiß gar nicht, wie ich dir dafür danken soll. Hast du dir eigentlich mal überlegt, wie viel du der Stiftung zukommen lassen willst? Ja, das kommt auf die Summe drauf an, die mir zusteht. Ja, sicher, aber du musst doch eine gewisse Vorstellung haben. Ich dachte da so an ungefähr 3/4. Ist das zu wenig? Nein, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Aber ich, du scheinheiliges Miststück. So, eine Erfrischung. So, also vom Ausdruck ist es, pass auf, Linie Clarisse ist Mode mit einem ganz gewissen Kick. Und ich will, dass du es machst wie, weißt du, beim Bungee-Jumping, kurz bevor du den Boden erreichst. Das ist genau der Moment, den du mir zeigst, bitte. Besser hätte ich es auch nicht sagen können. Also bitte. Sekunde. Hier bin ich. Ja. Genau. Klasse, ja. Sekunde. Ah, das klemmt. Prima. Einmal noch. Filmwechsel. Klasse, danke. Okay, kurze Pause. Du weißt, was du ansiehst. Kleine Erfrischung gefällig? Ja, danke. Du bist wirklich gut. Ich gebe mir Mühe. Warte. Wir sollten es nicht mehr machen. Sie macht ihre Sache recht gut, findest du nicht? Julia ist eben ein Naturtalent. So wie du. Ich? Ja, ich kann mich noch gut daran erinnern, wie du vor der Kamera gestanden hast. Worauf willst du hinaus? Ich dachte nur, wenn du das hier wieder siehst, vielleicht kriegst du ja wieder Lust. Ich, als Model. Einmal und nie wieder. Schade. Du bist wirklich begabt. Und mit einer Fotografin wie Julia wärst du sicher im Nu die Nummer 1 in der Branche. Ich habe dir doch gerade eben gesagt, das Thema Modeling ist für mich abgehakt, endgültig. Ja, schon gut. Obwohl Julia würde natürlich auch davon profitieren. Julia wird den Weg auch ohne mich machen. Sicher. Aber wenn du da bist, dann hat sie einfach das gewisse Etwas. Mist. Ich brauche eine Idee und zwar schnell. Schön. Dann werde ich wegen der Stiftung alles in die Wege leiten. Je früher, desto besser. Ich werde morgen mit meinen Anwälten alles Nötige besprechen. Du entschuldigst mich, ich würde mich ganz gern für den Abend umsehen. Ich will nicht länger stören. Ciao. Was war denn das? Es kam aus dem Treppenhaus. Jackie! Was ist denn passiert? Gottes Willen. Hast du dir wehgetan? Ich wollte bloß zu Katja und auf einmal lag ich da. Soll ich einen Arzt rufen? Nee, ich glaube, das ist nicht nötig. War wohl bloß mir der Schreck. Oh Gott, Jackie, was ist denn passiert? Hilfst du mir mal? Ja, klar, komm. Mann, das war aber auch höchste Zeit. Ich wollte es halt noch ein bisschen spannend machen. Ja, ein Foto fürs Familienalbum. Hm? Die Mama hat recht, jetzt komm, stell dich nicht so an. Ach, muss das sein? Bruderherz. Okay, von mir aus. Und lächeln. Jetzt steh doch nicht da wie so eine Vogelscheuche. Sei doch ein bisschen locker. Machen Sie so viele Fotos wie möglich. So stelle ich mir ein Traumpaar vor. Die Vorschriften des Paragraphen 26, des Paragraphen 27.3 und der Paragraphen 28 bis 32 sowie des Paragraphen 40 finden auf Stiftungen entsprechend Anwendung. Was steht da drin? Keine Ahnung, aber das kriege ich raus.
Also ich jedenfalls habe bis jetzt nur Bahnhof verstanden. Aber irgendeinen Trick muss es bei dieser Stiftung geben. Warum wohl? Weil sonst Tanja so scharf darauf, dass Ratschan sein ganzes Geld dafür ausgibt. Ach, das weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass wir es so niemals rauskriegen werden. Vereine. Was ist? Hier steht irgendwas von Vereinen. Du meinst, so eine Stiftung ist nichts anderes als ein Sportverein? Scheint so. Dann bedient sich Tanja bestimmt aus der Vereinskasse. Das wäre eine Erklärung. Aber Beweise haben wir trotzdem noch keine. Dann muss ich eben noch mal in die Höhle der Löwin. Heißt das, du würdest noch mal in ihr Zimmer gehen? So langsam fängt die Sache an, mir Spaß zu machen. Welche Sache macht dir Spaß? Nur so ein Schulprojekt in Gemeinschaftskunde. Ah, verstehe. Wie geht's deinem Knöchel? Ach, dem geht's schon wieder viel besser. Noch mal Glück gehabt? Das kann man sagen. Nochmal 3 Aal, 2 Cola, 1 Limo und 2 Rülpsi. 3 Aal, 2 Cola, 1 Limo und 2 Mineralwasser. Sag ich doch. Ich habe schon lange nicht mehr so gelacht. Oh, echt ein Spitzenfilm. Na, was meinst du? Welche Paarung ist heute Nacht angesagt? Keine Ahnung. Aber interessiert mich auch nicht. Also ich tippe ja auf Sophie und Markus. So wie der sie die ganze Zeit anguckt. Obwohl, Sophie guckt die ganze Zeit zu Gero rüber. Das Bier ist fertig. Ob die wohl schon mal zu dritt? Die Gäste warten, hm? Okay. Doch nicht mal Gedanken um seine Schwester darf man sich hier machen. Das ist nichts. Hi. Hi. Na, wie war's? Oh, es war so geil. Selten so gelacht. Machst du uns schnell 3 Alt? Habt ihr noch was vor oder warum die Eide? Wir haben nur Durst. Und sonst ist nichts? Nein. Es war bis jetzt ein wunderbarer Abend, Cleo. Und den werde ich mir nicht verderben lassen. Ja? Ich sage dir, Kathi und Jackie hacken irgendwas aus. Oh, nun mach dir doch keinen Kopf. Ja, herein. Störe ich? Es kommt darauf an, was Sie wollen. Wie Sie sicher wissen, bin ich gerade dabei, die Benedikt von Anstetten Stiftung ins Leben zu rufen. Oh, ich spende aus Prinzip nichts an der Tür. Man weiß ja nie, in welche dunklen Kanäle die Gelder gelangen. Deshalb rufe ich ja auch die Stiftung ins Leben. Und damit die Öffentlichkeit auf ihre zukünftigen Ziele aufmerksam wird, habe ich mir was überlegt. Sie kennen doch das Waisenhaus hier in der Nähe. St. Margareten, ja? Ich möchte gerne mit den Kindern ein Kostümfest auf Friedenau veranstalten. Ein Kostümfest? Mhm. Sie haben doch nichts dagegen, dass das Kostümfest auf Friedenau stattfindet. Das nicht. Aber Ich finde die Idee, Heimkindern zu helfen, auch eine sehr gute Idee. Aber man hilft doch diesen Kindern nicht durch diese einmalige PR-Veranstaltung. Wenn, dann müssen sie schon richtig was spenden. ja schon. Das Problem ist nur, dass meine Bens Stiftung noch nicht existiert. Dann spenden Sie doch einfach sowas. Ja, Sie könnten auch ruhig was dazu tun. Moment. Ich unterstütze schon eine sehr solide Kinderhilfsorganisation. Man kann heutzutage nicht genug helfen. Das ist zwar auch meine Meinung, aber glauben Sie ja nicht, dass Sie mich deswegen für Ihre Pläne einspannen können. Danke, Wiedersehen. Wiederschauen. Tschüss, ihr Lieben. War toll, mit euch zu arbeiten. Ciao. Ja, genau. Also, was haltet ihr davon? Sekunde, danke. Wenn wir 3 heute mal sozusagen zur Feier des Tages richtig essen gehen. Ohne mich tut mir leid. Ist schon später geworden als geplant. Du bist schon weg? Nach allem Trubel seid ihr bestimmt froh, wenn ihr eure Ruhe habt. Außerdem muss ich morgen früh raus. Bitte, Jan. Du kannst nach einem so tollen Tag unmöglich nach Hause wollen. Julia hat recht. So erfolgreiche Fotoaufnahmen müssen einfach gefeiert werden. Hm? Na, worauf warten Sie noch? Wir brauchen 4 Gläser. Schon unterwegs. Ratschan, komm rein. Danke. Was führt dich zu mir? Na, ich wollte mit dir noch mal über das Kinderfest reden. Bitte. Danke.
Du möchtest sicherlich wissen, warum ich Tanjas Aktivitäten gegenüber so reserviert bin. Ich will ganz ehrlich zu dir sein. Ich glaube einfach nicht, dass Tanja über Nacht ihr Herz für Kinder entdeckt hat. Und ich glaube auch nicht, dass sie plötzlich ein Herz für Inder hat. Du glaubst also, dass sie nicht aufrichtig ist? Du solltest auf jeden Fall vorsichtig sein. Und wenn ich das Fest organisiere? Ja, und Jackie und ich, wir helfen ihm. Spinnst du? Mann, das ist doch die Chance, um Tanja in die Karten gucken zu können. Wir werden das Kind schon schaukeln. Das ist nett, dass ihr mir helfen wollt. Ach, das machen wir doch gerne. Also ich wäre jede Wette eingegangen, dass Markus dich heute mit auf sein Zimmer nimmt. Quatsch, hier keine Opern. Holst du mir eine Flasche Wein? Aber ja doch, Meister, gerne, Meister, wie machst du befehlen? Wirst du dir das wirklich antun? Was? Na, du kannst dir doch denken, was Markus und Gero da oben machen, oder? Nein. Mein Gott, Sophie. Ach komm, es ist überhaupt nicht gesagt, dass sie zwangsläufig sofort miteinander ins Bett steigen müssen. Das wäre ja nicht das erste Mal. Wir haben den Abend zu dritt begonnen und wir werden ihn auch zu dritt beenden. Aber habt ihr euch gerade vorher nicht laut und deutlich voneinander verabschiedet? Ja, schon, aber jetzt gehe ich halt noch mal hoch. Und wenn da was passiert, dann sehe ich es halt mit eigenen Augen. Was bringt dir das? Du wirst dich danach total beschissen fühlen. Was mich nicht umbringt, macht mich hart. Das war ein wunderschöner Tag. Wieso war? Am meisten hat es mich gefreut zu sehen, wie gut Jan und du, wie gut ihr euch versteht. Ja, das lag wahrscheinlich daran, dass ich den ganzen Tag bei Arnold zu tun hatte. Stimmt, ja, ihr wolltet über deinen Job sprechen. Naja, also über mein Gehalt und was ich überhaupt so machen soll. Und was hat er dir für eine Aufgabe übergeben? Naja, also du wirst es nicht glauben, aber neben dir steht beziehungsweise liegt der neue Julia? Was machst du denn hier? Ich dachte nur, ich gehe wieder. Warum denn so eilig? Oder hast du noch was anderes vor? Nein. Also, worauf wartest du denn? Komm.